Moin Leute und willkommen zurück zu PHP. Heute geht es um Private, Public und Protected. Die Dinger sind sogenannte Modifikatoren. Und ja, Private ist sozusagen das unterste, dann kommt Protected und dann kommt Public. Jetzt, für was brauche ich die Dinger und wo schreibe ich die überhaupt hin? Das sind Schlüsselwörter und die schreibe ich entweder hier vor meine Funktion, also Private zum Beispiel, oder ich schreibe Protected hin. Oder ich schreibe gar nichts hin, dann ist es Public. Also wenn man nichts hinschreibt, ist es Public, ansonsten Private oder Protected davor schreiben. Und ich kann sie von meinen Variablen schreiben. Aber dann muss ich hier dieses Schlüsselwort var wegmachen und einfach nur noch hinschreiben Private oder Protected und dann eben $ID. Genau. So, was tut das Ding jetzt? Naja, es sagt sozusagen, wer darauf zugreifen kann. Ups, hier ist noch was übrig geblieben von meinem vorigen Mal aufnehmen, egal. Diese Variable $ID, die kann ich jetzt überall drauf zugreifen, genauso wie auf die Funktion printMe. Ich nehme jetzt die beiden mal als Beispiel. Hier unten habe ich gesagt, also es kommt darauf an, von wo greife ich drauf zu. Greife ich von innerhalb der Klasse drauf zu, greife ich von einer Unterklasse drauf zu oder greife ich von meinem normalen Code drauf zu. Welche PHP-File macht da nicht wirklich einen Unterschied. Also das hier wird gleich behandelt wie Menü.php oder sonst irgendwas. Also das ist nicht wichtig, aber es kommt darauf an, außerhalb der Klasse, in einer Unterklasse oder in meiner normalen Klasse. So, das heißt, hier diese var-id oder diese Funktion printMe, die kann ich überall aufrufen. Ihr seht es hier unten, ich habe sie außerhalb meiner Funktion aufgerufen, ich kann sie aber auch im Konstruktor aufrufen. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, das mache ich einfach mit this printMe, Klammer, Klammer, fertig. So, und ich kann hier dieses this printMe aufrufen, ich kann es auch in meine Unterklasse schreiben. Zum Beispiel hier drin kann ich this printMe auch aufrufen und ich kann es hier unten, das haben wir ja sogar schon gemacht, aufrufen. So, das bedeutet, das Ding muss public sein, weil wenn ich es außerhalb meiner Klasse aufrufe, dann muss es public sein. Wenn es innerhalb meiner Klasse ist, dann ist es private, also wenn ich es nur von innerhalb meiner Klasse aufrufen darf oder dürfen soll sozusagen. Also hier this printMe und ich möchte aber, dass diese Funktion printMe nur innerhalb von meiner Klasse, also von meiner User-Klasse hier aufgerufen werden kann. Dann sage ich, okay, das Ding mache ich jetzt private. So, private. Okay. Und jetzt können wir das Ganze mal ausführen, wenn ihr wollt. Hier haben wir, hat viel Geld bezahlt und dann haben wir hier ein uncaught error. Call to private method user printMe from context bla 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 bla. Okay, also wir haben hier einen Call to Private Method, aber in Zeile 41 sind wir, hier Zeile 41 ist das hier, da sind wir nicht mehr innerhalb der Klasse und ich darf nur innerhalb meiner Klasse die Private Method aufrufen. So, jetzt probiere ich das mal hier unten, also in meiner Klasse Infidel User, da könnte ich jetzt auch mal probieren, die this printMe aufzurufen. Denn wir wissen ja mittlerweile, diese printMe ist auch in der Infidel-User-Klasse vorhanden, denn wir erben sie ja von der User-Klasse. Führen wir das Ganze mal aus, dann bekommen wir einen Fehler. Dann bekommen wir erstmal einen Fehler, weil ich das Dollar vergessen habe. Ich bin blöd. Aber wir bekommen trotzdem noch einen Fehler. Einen Fehler wollte ich euch nämlich auch noch zeigen. So, wir haben hier einen uncaught error in... Oh Mano. Okay. Wir haben die Funktion billig nicht aufgerufen, das ist natürlich doof, weil sonst wird die Funktion hier ja gar nicht ausgeführt. Das heißt, ich bekomme hier gar nicht den Fehler, den ich möchte und den ich euch zeigen wollte. $Batman billig. So, jetzt können wir es aber eigentlich sehen. Okay, so und jetzt haben wir hier Call to Private Method und zwar in Zeile 31. Da ist quasi unser Skript abgestürzt, weil wir diese Methode nicht aufrufen dürfen, weil sie ja private ist. Das bedeutet, wir dürfen sie tatsächlich nur innerhalb unserer normalen Klasse, da wo wir die Methode definiert haben, dürfen wir sie aufrufen. Also nur innerhalb der Klasse User darf die Methode printMe aktuell aufgerufen werden. Dasselbe gilt für Variablen. Dazu, wie gesagt, muss man hier oben das wegmachen und dann darf ich wirklich nur innerhalb meiner User-Klasse drauf zugreifen. Jetzt, warum sollte ich das, achso, Protected noch kurz. Protected bedeutet fast dasselbe. Wenn ich hier Protected davor mache oder von dieser printMe-Funktion Protected, dann darf ich
die Funktion bzw. die Variable innerhalb der Klasse, also wie bei Private, aber zusätzlich noch in den Unterklassen. Aber ich darf sie immer noch nicht außerhalb benutzen. Also hier unten geht nicht. Innerhalb meiner Unterklassen, die von User geerbt haben, geht bei Protected, geht bei Private nicht. Und bei Public geht sowieso alles. Und hier oben in meiner User-Klasse darf ich es immer benutzen. Okay, also hier immer benutzen, hier nur bei Protected und Private und hier nur bei Public. Bei Protected und Public, Entschuldigung. Okay, jetzt warum sollte ich sowas machen wollen überhaupt? Warum möchte ich zum Beispiel meine ID hier Private machen, sodass niemand mehr drauf zugreifen kann? Stellt euch mal vor, ihr arbeitet in einem Team und ihr definiert euch jetzt ein paar Klassen hier. Also zum Beispiel die Klasse User, die ist von euch und der Hauptcode hier unten, der ist von jemand anders. So, und jetzt sagt ihr hier, okay, ich berechne mir diese ID mega kompliziert. Das ist der Hashwert von irgendwelchen Passwörtern und Namen und so weiter und so fort, alles mit reingemischt. Und das ist sehr aufwendig und deswegen wollt ihr nicht, dass irgendjemand diese ID verändern kann. Wenn ihr die Public macht, dann kann der hier unten hergehen und sagen, haha, mein Morpheus, das ist der erste Account, deswegen bekommt ihr einfach die ID 1. Ja, bei einem Hashwert ist aber das ziemlich schlecht, wenn man da einfach eine 1 draufsetzt. Hier fehlt natürlich noch das ID. Bei einem Hashwert ist sowas mega ungünstig, weil 1 einfach ein fester Wert ist und nicht gehasht. Das ist keineswegs perfekt zufällig. Und man kann dann zum Beispiel erraten, dass der Admin die 1 ist und dann kann man sagen, okay, ich probiere einfach mal mich mit der 1 irgendwie einzuloggen. Blöd gelaufen. Deswegen setze ich hier die ID auf Private. Also sozusagen immer dann, wenn ihr nicht wollt, dass irgendjemand anders euren Murks macht. Oder wenn ihr auch vergessen habt, ups, was ist Private und was ist Public. Die Sachen, die man nicht verändern soll, die setzt ihr einfach auf Private. Und dann gibt es aber auch noch einen Trick. Und zwar manche Werte, sagen wir mal, die ID muss kleiner als 1000 sein und kann größer als 0 sein, aber darf auf keinen Fall kleiner als 0 sein. Dann macht ihr Folgendes, ihr schreibt euch eine Funktion, Function, und die ist dann public, also wirklich public, setID. So, setID ist jetzt meine Funktion, die mir meine ID setzt. Und zwar kontrolliert setzt. $newID. Und diese newID, die wird jetzt überprüft. Also if $newID größer 0, logisches und $newID kleiner als 1000. So, also sie darf auf keinen Fall größer sein als 1000 und sie darf keinesfalls negativ sein. Gut, dann sagen wir hier einfach, jetzt können wir die ID setzen, $thisID ist gleich $newID und fertig. Und falls die ID diese Kriterien hier nicht erfüllt, dann sagen wir, nö, wird nicht gesetzt, du kannst mich mal. Sehr schön. So kann man verhindern, dass irgendwer einfach irgendwelche Werte setzt, die gar nicht gültig sind. Also sowas wie, keine Ahnung, -1 oder sowas ist als ID einfach ungeeignet. Und deswegen habt ihr hier so ein bisschen Kontrolle darüber, wenn ihr das macht. Okay. So, jetzt haben wir aber ein Problem noch. Und zwar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses Print Me ausführen möchte, dann kommt das hier. Und zwar kriege ich dann einen Fehler, dass nämlich meine $ID hier nicht lesbar ist. Also auch hier in meiner PrintMe-Klasse, in meiner PrintMe-Funktion, in meiner Unterklasse SuperUser, darf ich ja nicht mehr auf die ID zugreifen. Das bedeutet aber leider auch, ich darf sie nicht lesen. Ja, das ist ein bisschen schlecht, also in dem Fall wäre vielleicht Protected besser. Aber wenn ich die ID einfach jederzeit lesen darf, also wenn jeder sie lesen darf, lesen ist ja meistens kein Problem, nur schreiben ist meistens so ein bisschen schwierig. Und wenn ich sie nicht komplett geheim halten möchte und ausgeben ist erlaubt, dann brauche ich jetzt noch irgendwelche Methoden, dass ich sie auch zum Beispiel hier unten auslesen darf, also im normalen Code. Sozusagen Public auslesen, aber nur Private schreiben, also über diese Set-ID hier. Gut, was mache ich dann? Naja, ich schreibe mir noch eine weitere Funktion, und zwar eine Function getID. Das nennt sich Setter und Getter und die sind eigentlich in der Praxis relativ häufig benutzt. Und was ich hier mache, ist eigentlich nichts anderes als Return und dann meine ID. $ID. So kann jeder die ID lesen. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, ich mache nicht this ID, sondern ich sage this getID. Klammer, Klammer. Und jetzt habe ich keinen Fehler mehr. Jetzt kann ich nämlich meine ID lesen, denn diese getID-Methode ist ja public. So, wenn ich das jetzt mache, dann
sehen wir, dass ich einfach nicht genug in PHP gerade drin bin, weil ich gerade was anderes programmiert habe. Ich muss natürlich $this und dann ID machen. Und jetzt sehen wir, ich kann diese wunderbare Variable komplett auslesen und ja, mir wird einfach alles ausgegeben. Okay, so soll das natürlich auch sein. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Private, Public, Protected. Wie gesagt, Protected ist in der Unterklasse erlaubt und Public ist überall erlaubt und Private geht nur in der eigenen Klasse. Okay, und Getter und Setter haben wir heute auch noch gemacht. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.